Und dann ist es auch manchmal so, dass du eigentlich sagst, in der 60. auch wenn ich heute nicht reinkomme, ist auch nicht schlimm. Und wenn dann der Abpfiff ist, denkst du, Mann, warum bin ich nicht reingekommen? Du bist so nicht enttäuscht, aber währenddessen ist einfach so viel auf dem Spiel. Champions League Achtelfinal-Hinspiel der FC Bayern zu Hause gegen Leverkusen. Mein Name ist Lukas und das ist der FC Bayern Vlog. Leute, weiter geht's bei strahlendem Sonnenschein in München. Schaut es euch an. Bestes Wetter, beste Voraussetzungen für das Champions League Heimspiel zu Hause im Wohnzimmer. Deutsche Mannschaft im Achtelfinale Hinspiel zu Hause. Das ist wirklich sehr, sehr besonders in der Champions League. Und deswegen glaube ich, wird das heute auch ein wirklich krasser Abend. Ich habe mir für diesen Vlog Niels Petersen eingeladen. Ihr habt es wahrscheinlich schon auf dem Thumbnail gesehen. Niels ist ehemaliger Bayern-Spieler, war 2 Jahre in München, hat in der Nationalmannschaft gespielt, viele Tore in der Bundesliga geschossen. Das heißt, der Mann weiß, wo das Tor steht, und was er auch weiß, ist, wie so ein Tag aus Spielersicht abläuft. Und das will ich mir heute mal von Nils ein bisschen zeigen und erklären lassen. Deshalb hole ich ihn jetzt gleich am Flughafen ab, dann fahren wir in die Allianz Arena, laufen in die Kabine, gehen zum Spielfeld. Er erklärt mir ein bisschen was über die Vorbereitung, auf was es ankommt an so einem Spieltag für einen Profi. Und dann schauen wir natürlich noch zusammen das Spiel. Leute, ich hab Bock, ihr hoffentlich auch. Let's go! Alright, Flughafenhotel. Das ist das Auto, kennt ihr? Damit holen wir immer unsere Neuzugänge ab. Und wenn ich mich nicht täusche, kommt da Niels Petersen. Niels, grüß dich. Matchday, oder? Matchday. Servus, schön dich zu sehen. Servus, ja, freue mich auch. Alles gut? Ja, kann ich klagen. Top Wetter, top Spiel heute. Hast Bock? Ey, kann losgehen. Also wir haben noch ein bisschen Zeit, aber eigentlich könnte es schon gleich losgehen. Wie ist es wieder in München zu sein für dich? Ach, ich lieb's. Also ich habe ja damals wirklich ja nur ein Jahr hier verbracht, aber wenn man für Bayern spielt, dann ist man wirklich gefühlt alle 2 Tage unterwegs, alle 3 Tage. Viel in Hotels, viel Säbener Straße, viel Stadion, viel Flughafen. Deswegen habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit, dann kann man noch ein bisschen, vielleicht heute Morgen noch mal mehr von der Stadt sehen, was man alles ein bisschen verpasst hat. Ja, und vor allem auch Arena, da fahren wir jetzt hin. Ja, das ist Nonplusultra. Top, freue mich. Let's go. So Nils, Allianz Arena München, hier ist die Mannschaftsbusankunft immer, kannst du dich noch erinnern wahrscheinlich, oder? Ja, ich bin lieber mit dem Bayern-Bus hergefahren als mit dem Gegnerbus. Das war immer ein bisschen unangenehm, wenn du hier schon diesen weißen Tempel von Weitem gesehen hast. Oder beleuchtet im Dunkeln und wusstest, heute Abend gibt es wahrscheinlich wieder, weißt du, auf die 12. Es war schon schön, ein Bayern-Bus zu sitzen, muss ich sagen, ja. Okay, das heißt, hier am Spieltag mit dem Bus angekommen, da waren wir wahrscheinlich schon in der Konzentrationsphase dann, oder? Ja, total. Da ist dann totale Ruhe im Bus. Eigentlich hat jeder seine Kopfhörer auf. Klar, jeder ist ein bisschen am Handy und lässt seine Musik laufen oder versucht sich auch noch ein bisschen abzulenken, weil so ein bisschen Nervosität immer eine Rolle spielt. Keiner hat, glaube ich, guckt aus dem Bus raus. Erst wenn du im Stadion einfährst, das ist schon ein geiler Moment, wenn du dann siehst, die Einheimischen peitschen nicht nach vorne und feiern nicht schon und die Gegner. Ist auch geil, eigentlich auswärts anzureisen und so diesen Hass zu spüren. Das macht ja auch was mit dir als Spieler. Aber spätestens dann bist du so voll im Tunnel. Ne? Das sieht man ja auch mal. Ich mag immer die Bilder, wenn man sieht, wenn die Spieler ankommen, aussteigen. Du bist dann so in deinem Fokus schon und guckst nicht nach links, nicht nach rechts. Und dann bist du eigentlich schon auf dem Spielfeld gefühlt. Was war deine Routine am Spieltag? Ja, eigentlich einfach Ruhe. Also wirklich, man hat so feste Abläufe. Ne? Das ist dann, du hast ja deinen festen Platz in der Kabine, du hast den festen Ablauf, was du isst, wenn du nochmal auf Toilette gehst oder nochmal zum Physiotherapeuten gehst. Man will nicht zu dem anderen Physio, man will zu seinem Physio gehen, weil der genau das Tape macht, was man braucht. Und auf dem Level, wo jetzt zum Beispiel Bayern unterwegs ist oder in der Bundesliga, dann sind es Nuancen, die am Ende entscheiden über Sieg, Niederlage, gutes Spiel, schlechtes Spiel. Und dann erhöhst du einfach prozentual die Chancen, gut zu spielen, wenn du einfach deine Struktur hast. Ja, wenn du dir keine Gedanken um andere Themen machen musst. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass wir hergefahren sind. Allianz Arena ist schon noch was Besonderes, löst immer noch was bei dir aus. Was meinst du damit? Der Stadion hat einfach so eine Wucht. Also ich meine, man sieht es ja auch in den sozialen Medien. Jeder, der hier vorbeifährt, macht ein Foto davon. Ne? Das ist halt einfach noch was Besonderes. Als Bayern-Spieler fährst du hier gerne her. Als gegnerischer Spieler gefühlt fährst du 3-mal um diese Stadien herum, bis du endlich mal hier ankommst. Und das macht schon Eindruck auf dich als Spieler. Schauen wir mal rein, oder? Ja, unbedingt. Wunderbar. Okay, Nils, Mixed Zone. Das heißt, hier draußen Bus Ankunft und dann geht's hier den langen Gang. Dann geht's lang, da sind die ersten Kameras da. Dann geht's schon heiß her. Dann haben wir links und rechts schon gefilmt. Dann meistens ist schon ein Zeichen, ist der andere Bus schon da. Darauf habe ich immer geachtet. Ne? Ist der Gegner schon da? Sind die schon, wenn die auch gleichzeitig ankommen, dann wartest du, bis die anderen erstmal rein sind, ne? Dass man das nicht so über den Weg läuft. Man kennt sich ja auch und so. Und dann biegst du halt in deine Kabine ab, wo du halt hingehörst. Ne? Du bist lieber nach rechts abgebogen. Ja, in die Heimkabine. Das war ja nur ein Jahr, aber das war meistens die Gewinnerseite. Ne? Also ich habe, glaube ich, hier noch nie was geholt, muss ich auch zugeben. Ne? Egal mit welcher Mannschaft. Also das ist ja immer der Gang. Man sieht es in den Fernsehbildern. Ja. Hier haben die Jungs die Kopfhörer auf, wirken auch extrem konzentriert. Das ist ja dann schon irgendwie so die finale Konzentrationsphase, bevor es dann wirklich auch in den sportlichen Bereich geht. Ja, also es macht immer einen Unterschied, ob du von Beginn an spielst oder nicht. Ja. Also das kann ich aus meiner Erfahrung heraus sagen, weil du einfach entspannter bist, wenn du nicht von Beginn an spielst. Du weißt, 20, 30, 40 Minuten kannst du immer spielen. Aber wenn du von Beginn an spielst, dann weißt du heute jedes Korn und es geht gleich aufs Ganze. Noch schlimmer ist natürlich dann so ein K.O.-Spiel einfach jetzt. Ne? So ein Bundesligaspiel, da weißt du,
wenn es 1 von 34 mal nicht läuft, ist kein Drama, aber heute ist halt K.O.-Spiel. Ne? Also da geht es halt um alles und gerade wenn die Qualität dann so nah beieinander ist wie bei Bayern und Leverkusen, dann weißt du genau, jedes Prozent musst du rauskitzeln heute. Würdest du sagen, es macht nochmal einen Unterschied auch für wirklich Profis im Mentalen, wenn es diese K.O.-Spiele sind, wenn es diese ganz besonderen sind? Ja. Oder sagt man jedes Spiel gleich? Hört man ja auch oft. Nee, also ich habe ja in meinem Leben jetzt nicht wahnsinnig viele K.O.-Spiele gespielt, aber die machen ja was mit dir, weil du einfach weißt, das heißt ja K.O.-Spiel. Das heißt, du hast nur 2 Möglichkeiten im besten Fall, ne? Also wenn man ins Finale kommt, dann nur noch 1. Wo einfach dann es hart auf hart kommt. Ne? Das ist ein Gegner, der sich auch für diesen Wettbewerb dann qualifiziert hat, einfach, der dann auch eine Qualität hat und du weißt genau, du hast nur maximal 180 Minuten Zeit, den Gegner zu besiegen und da ist so viel Tagesformabhängigkeit und Tagesform oder Saisonform ist einfach ein Riesenunterschied. Ja. Okay, dann gehen wir mal rein in die Kabine, in den Spielertunnel. Gerne. Am Ende ist Bayern natürlich eine Bestie. Es ist ja auch ein geiler Spitzname, ne? Und auch international. Und wenn du da einfach in die Gegnerkabine läufst, dann weißt, heute wird es brutal. Also egal wie gut Leverkusen gerade ist, aber du weißt, K.O.-Phase Bayern München, Champions League und so, da kommt halt ein Hammergegner auf dich zu. Ne? Also ich habe sie jetzt nie in der Champions League als Gegner gehabt, aber das macht einfach was mit dir. Da ist so eine Wucht dahinter. Das Stadion ist auch so geil, wenn die hierher fahren, Leverkusen. Ich meine, mit ihrer Arena sind sie jetzt nicht gewohnt. Ne? Diese Wucht hat die Bayern Arena nicht. Ja. Aber jetzt schauen wir mal rüber zu uns in die Kabine, würde ich sagen. Bitte. Okay, dann ist hier Spielertunnel, Gang zur Kabine, Final. Hier hängen die Bilder. Die heilige Halle. Also spätestens hier bis im Tunnel. Ne? So eine Kabine wird ja auch extra so präpariert, gerade wenn man sie neu macht, dass es da den Spielern auch was gibt. Ne? Dass du dir einfach so, du bist ja so ein Gladiator in der Arena heute und dann sollst du auch so einen Gladiator in Gang kriegen. Ne? Gerade als Heimmannschaft. Also Auswärtskabine wird immer ein bisschen steriler dargestellt und gestaltet. Aber es ist schon ein geiler Tunnel. Ja, schon verrückt, wenn man hier durchgeht. Ja, absolut. Geile Bilder und bist halt einer von den Topspielern. Ne? Letzten Meter in die Kabine. Schön fernhalten von uns, falls hier schon die Standards und so draufstehen. Nicht weghalten. Ja. Das ist schon geil. Also ich muss mal sagen, das ist mal das besondere Flair. Auch egal, wo ich gespielt habe, ob bei Bayern oder bei anderen Vereinen, alle meine Freunde, Family wollten immer die Kabine sehen. Ne? Das ist so eine heilige Halle, da mal irgendwie Einblick zu kriegen und da mal, hier riecht es ja auch so, ne? Nach Sport, nach Fußball, nach Sieg, auch Niederlage. Da gehört auch dazu. Einige Jahre her, da hing mein Foto auch mal da drüben. Das weiß ich noch, auf der Seite. Hast du es mitgenommen damals? Nee. Das habe ich ich glaube, das war nicht das erfolgreichste Jahr 2012. Da bin ich dann einfach nur noch gefahren. Alles stehen und liegen lassen. Wie gesagt, mit Stolz immer hier drin gesessen und eigentlich lief es ja auch immer super. Ne? Also wir sind ja in allen Wettbewerben weit gekommen damals. Und jetzt, dieses Jahr wieder die Chance, Finale da oben. Ne? Ja. Also klar, ich durfte das auch mal miterleben. Das ist noch nicht aufgebaut. Kommen gleich noch ein paar. Hier liegen schon mal die Kapitänsbinden. Schau mal her. Ja, wir haben den Platz gebracht, damit der Spieler dann nicht noch hier hingehen muss, sie selbst noch auspacken muss. Aber klar, am Ende hier Riegel, Banane, Kaffee, Tee steht schon bereit. Die Spieler essen meistens so 3 Stunden vorm Spiel das letzte Mal gute Kohlenhydrate und kein Salat, nichts, was schwer im Magen liegt. Und dann, aber solche Spieler, die natürlich vielleicht erst heute 22 Uhr eingewechselt werden, 22:30 Uhr, die müssen ja auch noch ein bisschen was snacken. Ne? Da brauchst du auch noch ein bisschen Körner für später und deswegen hat auch jeder so ein bisschen seinen Ablauf. Ja. Erzähl uns mal deinen Ablauf in der Kabine. Wie war deine Vorbereitung dann aufs Spiel, tatsächlich auf die sportliche Phase? Meistens geht man noch mal kurz auf den Platz. Hat nichts damit zu tun, ob der Rasen gut ist oder ob schon ein paar Fans da sind oder ob die Familie schon da ist. Einfach so kurz diesen Rasengeruch wahrnehmen, kurz mal rausgehen, Gefühl für die Arena kriegen, egal ob heim oder auswärts. Also ich bin immer kurz rausgegangen. Dann sieht man schon mal ein bisschen den Gegner, guckt den schon mal an, so ein bisschen, wie die drauf sind und man beobachtet sich so ein bisschen, klatscht auch mal vielleicht mit einem Kollegen ab oder so, das gehört auch dazu. Dann gehst du eigentlich rein, ziehst du ein bisschen dein Zeug aus, ziehst deine Hose an, Stutzen langsam an, präparierst dich fürs Warmmachen, dann gehst du meistens zum Physiotherapeuten, hast dann nochmal eine letzte Behandlung, vielleicht nochmal ein bisschen knacken lassen, ein bisschen tapen, ein bisschen nochmal durchschütteln lassen, die Oberschenkel, einfach alles, was dazugehört, nochmal so ein Ritual, was da einfach ist. Ich glaube, es sind 3-4 Physios mittlerweile, das ist ja dann auch schnell erledigt. Und dann gehst du ungefähr 7 Mal auf Toilette. Das ist halt einfach so, ne? Dass du dann, Nervosität? Ja, Nervosität. Hat einfach jeder so sein Programm. Und ansonsten ist jeder in seiner Welt. Also ich vermute, 80% haben die Kopfhörer auf, habe ich auch gemacht, ne? Weil klar ist Kabinenmusik schön oder so, aber ich brauche meine Musik, ne? Die mir gut getan hat, einfach, dass ich so ein bisschen in meiner Welt bin, weil das Spiel einfach vom Kopf schon 2 Stunden vorher wahnsinnig Körner kostet. Also es geht schon einen Abend vorher los, du nimmst es mit ins Bett, du weißt genau, morgen geht's los. Und dann, aber spätestens 2 Stunden vom Anpfiff geht es schon los, dass es dich richtig Energie kostet. Ja, okay, dann schauen wir nochmal rüber in den Physioraum. Der ist nebenan, hast du auch gerade schon angesprochen, Behandlungen nochmal. Ja. Vorm Spiel auch ganz wichtig, in der Halbzeit. Die Physios sind wahnsinnig, ich hoffe nicht, aber ich glaube, sie sind wahnsinnig unterschätzt, weil sie natürlich einfach, unser Kapital ist der Körper bei den Fußballern. Also Füße, unsere Beine, alles was dazugehört.
Du brauchst jedes Prozent heute Abend. Ja, das ist so ein Vertrauensverhältnis, ein ganz bestimmtes. Jeder Spieler hat auch sein Physio, also du gehst nicht einfach zu irgendeinem, sondern du hast dein Physio. Und das ist auch nochmal ein bisschen Mentaltraining, ne? Weil die Physios auch dich kennen und wissen, wie du tickst. Und das ist ein sehr, sehr enges Vertrauensverhältnis. Also ich habe heute noch eher Kontakt zu vielen Physios als zu Spielern. Ja, krass. Also auch immer wieder über die Karriere begleitet natürlich. Vor allem über Verletzungsphasen, aber dann auch in guten Zeiten einfach die letzten Prozent noch rauszuholen wahrscheinlich, oder? Ja, absolut. Also gerade die ganz nah an der Mannschaft sind, die sind schon immer unglaublich wichtig. Keine Ahnung, ich habe zum Beispiel auch einen Zeugwart gehabt, mit dem habe ich mich immer noch vorher zugepasst oder so. Das war dann so ein Ritual geworden. Also dieses Spiel ist schon eine ungemeine Rolle, ist wie so eine Familie. Also hier der Physioraum. Und dann, wenn man hier durch ist, gehen wir raus, oder? Wenn wir hier durchgeknetet sind, dann geht es eigentlich los und dann kommen meistens die Ansagen. Noch 3 Minuten, noch 2 Minuten, noch 1 Minute. Einfach so, dass du immer weißt, okay, jetzt nochmal schnell die Stolle nochmal festdrehen. Jetzt vielleicht nochmal gucken, ob alles jetzt richtig sitzt. Und dann wartest du eigentlich nur darauf, dass jetzt sagt, es geht raus. Und selbst dann hast du einen festen Platz, der als erstes rausgeht und mit den einen abklatscht und so. Und dann baust du langsam eine Spannung auf als Startspieler. Als Ersatzspieler ist immer noch ein bisschen entspannter. Gut, dann schauen wir mal raus auf den Rasen. Gerne. Der Spielertunnel, Nils, gibt dann nochmal die finalen Vibes auf so einen Champions-League-Spieltag. Wir sehen es in den Fernsehbildern. Hier stehen die Spieler, kommen raus aus der Kabine von da hinten. Hier ist dann nochmal die Aufstellung, bevor es raus auf den Rasen geht. Auch nochmal ein besonderer Moment, oder? Ja, absolut. Du kommst dann hier raus, dann wird immer mit einer abgeklatscht. Das ist so ein bisschen auch die Akustik von draußen, die Fans, die Hymne. Es geht dann schon langsam los. Und dann beliebäugelt sich das erste Mal so richtig mit dem Gegner in einer anderen Kluft. Ne? Also nicht privat irgendwie mit Trainingsanzug, wenn du hier rein marschierst, sondern da kommen halt die Gegner raus. Heute die Leverkusener und dann, dann gehen beide ihren Weg hier runter und dann geht's halt in die Arena. Ne? Das ist schon ein besonderer Gang, deswegen ich liebe Spielertunnel in der Karriere in jeder Arena. Aber hier ist es schon mal ein besonderer Gang. Ne? Also das Tor geht auf, danach geht's zu, also es kommt nicht mehr raus aus der Arena. Das sind dann die letzten Meter, bevor es in die Arena rausgeht. Alles in Rot natürlich. Hier ist dann halt die größte Anspannung. Ne? Hier stehen dann die Einlaufkinder und dann guckst du schon, welches Kind nimmst du heute an der Hand, wenn du Startspieler bist. Und dann geht es einfach raus. Was geht dir da durch den Kopf, so kurz vorm Spiel? Du gehst einfach mal deine Prinzipien durch. Ne? Also denkst dann so, was kann jetzt passieren? Jetzt ist gleich Anstoß. Was ist dann meine Aufgabe? Dass du eigentlich für die ersten Sekunden so präpariert bist. Ne? Ich als Stürmer wusste zum Beispiel, okay, entweder wir haben jetzt gleich Anstoß und dann geht es gleich durch oder gegen den Ball und du musst sofort hart anlaufen, dass du einfach ganz schnell so einen Moment für dich findest. So. Also du gehst einfach nur so deine Bewegungen durch, die ersten, die du machst. Ne? Und ansonsten wartest du auf die Hymne, gerade Champions League. Ne? Das ist natürlich pervers geil. Viele Bayern-Spieler sagen immer, Thomas Müller ist jemand, der vorm Spiel dann nochmal Scherze macht, um ein bisschen so die Kompensation zu haben. Sieht man auch immer in den Fernsehbildern. Andere sind total konzentriert. Also da ist auch jeder individuell, oder? Ja, da ist wirklich jeder unterschiedlich und da muss man auch die Jungs machen lassen. Ne? Weil ich bin zum Beispiel auch jemand, ich bin oft so ein bisschen über Humor gekommen, weil ich damit meine Nervosität so ein bisschen überspielt habe, weil natürlich du die ganze Zeit ein bisschen unruhigen Magen hast und am liebsten willst du nochmal auf Toilette und soll ich nochmal gehen oder nicht und sitzt alles richtig, habe ich mein richtiges Trikot an, guck nochmal bitte, habe ich es an. Also wirklich, du bist ja dann wirklich, willst einfach keinen Fehler machen, ne? Weil das halt auf höchstem Niveau hier alles passiert. Und dann gibt es halt auch die wirklich völlig in sich gekehrt sind, die so richtig ihre Ruhe brauchen, die nicht gestört werden wollen, die auch vielleicht nicht mit den Kindern sprechen wollen, was gar nicht böse gemeint ist, sondern die sind so im Tunnel. Und da hat jeder seinen Move und das ist auch völlig okay so. Und dann geht's hoch. Die Klappe geht auf. Gehen wir hoch. Ja, also unbedingt. Also, ist natürlich jetzt noch hell. Ja, Flutlichtspiele sind noch ein bisschen geiler. Aber klar, wenn du dann hier rauskommst und du dann schon das Gedröhne hörst, so, das ist ja auf dem Platz nochmal ganz anders, die Akustik, als auf der Tribüne. Ne? So raus. Wenn du Heimspieler bist, dann genießt du das, weil natürlich 70.000 für dich sind. Wenn du Gast bist, dann hoffst du, dass du irgendwie in deiner Kurve noch ein bisschen was hörst. Aber ansonsten ist halt eine geile Arena. Ne? Das sagt ja wirklich auch jeder. Ich kenne keinen Spieler, der sagt irgendwie, oh nee, München ist nicht so geil. Wie ist es für dich jetzt hier zu stehen? Hättest du Lust? Aber ich muss ja nicht gegen Bayern spielen. Wenn ich dir jetzt Schuhe anbieten würde in deiner Größe, wärst du dabei? Frag mal, Winnie, ob er mich aufsteht. 2-3 Minuten kriege ich noch hin. Logisch, also wenn man so am Spielfeldrand ist, dann geht's jetzt wieder. Ne? Also man ist ja mal ein bisschen traurig, auch dass dann irgendwann vorbei ist. Aber ich genieße es halt immer noch so nah dabei sein zu dürfen, noch, dass man noch mit dem Fußball was zu tun hat. Und ich bin ja auch Fan. Ne? Also wenn man mal für die Vereine gespielt hat, dann bleibt man auch Fan. Und ich habe nur ein Jahr hier gespielt und trotzdem ist es nie vergangen, dass man dann irgendwie so eine Zugehörigkeit spürt. Und auch wenn man als Gegner hier war man immer willkommen geheißen. Das ist ja auch besonders, obwohl man damals halt wirklich auch nur eine kleine Nummer war. Ich genieße es schon sehr, immer wieder herzukommen. Ja, Arena so ruhig hat irgendwie auch ein bisschen was, gell? Ruhe vor dem Sturm, bevor es losgeht.
Noch keine Fans da? Sehr ruhig. Deswegen, ich bin gespannt, noch ein paar Stunden, dann sieht es hier anders aus. Weil es halt um alles geht. Ne? Ein geiles Spiel. Also ich glaube, deswegen freue ich mich auch, heute hier mit dabei sein zu dürfen. Beiden besten deutschen Mannschaften. Wenn man mal nicht Start spielt, dann geht es hier ein paar Meter nach rechts auf die Bank. Dann ist immer so, dann hat auch jeder seine festen Plätze. So ein bisschen. Weil Trainer sitzen ja immer ein bisschen nahe zum 4. Offiziellen, ein bisschen mittiger. Und, hier vorne meistens, oder? Genau, also meistens hier vorne. Und dann die ein bisschen lästern wollen oder ein bisschen über den Spaß kommen, die sitzen noch weiter hinten. Das brauchen wir auf der Bank auch. Ne? Du musst das ja ein bisschen auch überspielen, weil du dann die ganze Zeit, wenn du Startspieler bist, bist du gleich im Tunnel, im Spiel und dann kannst du diese Nervosität sofort rauslaufen, die ist weg. Aber wenn du hier die ganze Zeit sitzt und weißt, heute 21:30 oder 22:20 Uhr komme ich erst rein vielleicht und muss dann noch das Spiel entscheiden oder habe dann noch eine wichtige Aufgabe, dann kriegst du diese Anspannung nicht aus dem Bauch raus. Also das ist schon trotzdem auch eine Anspannung hier auf der Bank, auf jeden Fall. Aber die Spieler wissen immer schon, wer reinkommt, wenn nicht. Du weißt ja ungefähr, habe ich heute eine gute Einsatzchance oder nicht. Ja. Zu meiner Zeit saßen Ribéry, Robben und Olisch mal draußen. Da wusste ich schon, okay, bei 3 Wechseln wird es heute wahrscheinlich nichts. Dann sitzt du natürlich ganz entspannt. Was sind die Gespräche, die man untereinander hat? Geht's nur ums Spiel? Über was wird gesprochen, wenn man hier auf der Spielerbank sitzt? Ja gut, also am Ende sind natürlich alle ehrgeizig und trotzdem auch Fan in dem Moment. Ne? Also du willst ja, dass deine Mannschaft gewinnt. Deswegen bist du natürlich die ganze Zeit am Schauen, was macht deine Mannschaft. Und dann guckst du im nächsten Moment aber, was macht der auf deiner Position. Ne? Weil am Ende, klar, ist es eine Mannschaft, aber man hat ja auch interne Konkurrenz. Ne? Also ein Napri wird gucken, was macht ein Sané und ein Boe wird gucken, was macht ein Leimer. Ganz normal, logisch, ne? Weil dann man will ja seine Chancen ausloten, komme ich heute rein, weil vielleicht mein Konkurrent heute nicht so gut spielt. Was macht der Gegenspieler? Was ist das für ein Typ heute? Ne? Als Linksverteidiger sitzt du hier und guckst, was ist denn der Rechtsaußen von Leverkusen heute? Ne? Was macht er heute für einen Punkt? Wie ist denn der drauf oder so? Also du beobachtest dann schon den Gegner und auch deine eigenen Konkurrenten, aber auch Mitspieler, logisch. Und hoffst dann einfach, dass es natürlich gut läuft, weil du einfach bei einer Führung viel lieber natürlich reinkommst. Also als Offensiver kannst du kontern, als Defensiver bist du trotzdem so ein bisschen, also in dieser Führungsrolle sozusagen, das genießt man dann schon mehr, weil das Bällchen einfach besser läuft, wenn man führt. So. Und die Sicht ist auch nicht schlecht hier, oder? Die ist schon echt gut, muss ich sagen. Also schon sehr exklusiv. Wenn du schon heute Abend hier hast, würde ich doch vielleicht auch hier bleiben. Ne? Also du darfst hier heute sitzen, dann musst du aber vielleicht auch noch als Joker rein. Du bist, glaube ich, der erfolgreichste Bundesliga-Joker. Ja. Ist so ein bisschen deine Rolle. Ich habe das sogar hier passiert. Da war das entscheidende Tor. Schon einige Jahre her und habe die Rolle eigentlich gerne gemacht. Ne? Du kannst hier 17 Minuten sitzen, kannst auch ein bisschen mehr snacken in der Kabine und dann machst du dich ein bisschen warm, beobachtest das Ganze, lässt die anderen müde laufen und dann kommst du in der 70., 80. rein und dann sind sie alle müde. Und machst du noch dein Tor? Ja, dann machst du noch dein Tor und gehst du glücklich nach Hause. Also. Ist auch noch mal ein bisschen was anderes. Also viele Fans kennen es natürlich aus der Perspektive von oben, von den Rängen. Hier bekommt man es schon noch mal eine Nummer intensiver mit, oder? Ja, absolut. Du bist ja auch die ganze Zeit am Hören, was sagt der Trainer. Ne? Ist er unzufrieden, ist er zufrieden? Du kriegst ja auch die Stimmung dann mit, weißt ja ungefähr auch, wie das Spiel läuft. Und das ist schon immer unglaublich spannend dann auch mitzukriegen. Und schlimmer wird es dann auch später, wenn du dich dann hinterm Tor warm machst oder so. Dann bist du die ganze Zeit am Gucken, reden die über mich vielleicht gerade so. Das ist ja in uns, ne? Also so gut oder schlecht das Spiel läuft, am Ende denkt man schon ein bisschen natürlich auch an sich, ja, ganz normal. Wenn du jetzt Ersatzspieler gewesen bist und du bist reingekommen, erzähl mal, wie war es auf der Bank mit Vorbereitung? Warst du jedes Mal so, dass du sofort bereit wärst reinzukommen? Musstest du hier sicher noch ein bisschen warm laufen? Hast du auf den Impuls gewartet? Wie sitzt man dann hier? Ist man ruhig? Ist man gelassen? Unruhig, weil du einfach auch wahnsinnig viele Selbstgespräche führst, ne? Also ich bin auch ganz ehrlich, es waren auch manchmal Spiele dabei, das kann auch heute Abend der Fall sein, das wird natürlich kein Spieler zugeben, aber hier geht es natürlich ums Ganze, es wird ein sehr enges Spiel werden, Hin- und Rückspiel. Und dann ist es auch manchmal so, dass du eigentlich sagst, in der 60. auch wenn ich heute nicht reinkomme, ist auch nicht schlimm. Und wenn dann der Abpfiff ist, denkst du, Mann, warum bin ich nicht reingekommen? Du bist so richtig enttäuscht, aber währenddessen ist einfach so viel auf dem Spiel und da musst du schon auch mental stark sein, dass du sagst, ich kann dem Spiel heute irgendwie noch einen Stempel aufdrücken. Wie schafft man sich zu motivieren? Also ich bin ein bisschen in der Kreisliga rumgelaufen und habe da Fußball gespielt. Wenn ich Auswechselspieler war, dann war es sehr schwierig so für den Kopf, dass überhaupt noch eine Motivation da ist, wo man sich schon gedacht hat, jetzt hat es nicht gereicht für die erste Elf, ist man schon ein bisschen demotiviert. Wie schaffst du es als Profi trotzdem zu sagen, ach cool, reicht es dann schon, dass du einfach nur hier sitzt oder wie motiviert man sich da? Du bist natürlich enttäuscht. Also dass der Trainer vielleicht dann auch schon 2 Tage vor dem Spiel mit dir spricht und sagt, ich sehe ohne dich die Chance auf einen Sieg größer, wenn du nicht in der Startelf bist. So ist ja der Fakt. Ne? Er sieht das ist eigentlich die Aussage, ja. Das ist die Aussage und das tut erstmal weh.
Aber im Endeffekt gehst du halt eine Verpflichtung an. Du hast den Vertrag, du hast das auch für dich einfach zu machen. Ne? Weil du musst dir immer überlegen, was bringt es mir, wenn ich jetzt die ganze Zeit schlecht drauf bin, wenn ich schlechte Stimmung verbreite. Also ich habe damit auch sehr, sehr viel Sympathien gewonnen, weil ich immer gut damit umgegangen bin in der Mannschaft. Man beobachtet ja auch die Auswechselspieler, man beobachtet ja Thomas Müller. Macht er die Spieler heute heiß? Ist der gut drauf? Bringt er gute Laune rüber? Weil es geht ja um alles. Alle wollen ins Finale auch nach München und so. Und daran ziehen sich dann auch Spieler hoch. Und dann kann auch ein Trainer sagen, schaut mal, wer Thomas, wie der es macht. Das verlangt man dann auch von anderen Spielern, auch von jüngeren Spielern. Und da hat man immer eine Vorbildwirkung. Und am Ende, wie gesagt, es bringt dir einfach nichts. Weil ich habe einfach die Erfahrung gemacht, ich habe bessere Spiele gemacht, wenn ich, sauer war, enttäuscht war, dass ich das nicht gespielt habe, aber so dem Trainer gezeigt habe, jetzt zeige ich es dir. Ne? Also ich muss jetzt auch nicht die ganze Zeit mit dir abklatschen und juhu, ich spiele nicht, aber ich kann zumindest dann auch zeigen, jetzt zeige ich es dir mal. Ne? Es war ein Fehler, dass du mich draußen gelassen hast. Ja, schauen wir mal. Und vielleicht, Nils, wir halten mal die Augen offen, bleibt noch ein Plätzchen für dich übrig, dann wird es noch ein Joker-Einsatz heute für dich, oder? Ich bin ja vertragslos, also wir können noch einen aufsetzen. Also 17 Uhr, noch ein bisschen Zeit bis Spielstart. Wir schnaufen noch ein bisschen durch und dann kommt die Mannschaft hier an und dann geht es auch weiter mit der Spieltagsvorbereitung. So Leute, jetzt stehen wir hier vor unserer Webradiostation und schaut mal hinter mir, Nils in Action. Mit Fatih, einer unserer Kommentatoren. Analyse vor dem Spiel. Letzte Einschätzung im Webradio könnt ihr übrigens immer kostenlos hören. Zu allen Spielen auf den letzte Bayern-Plattformen. Und wenn ihr Glück habt, ist Nils Peters dabei. Nils, Analyse. Wir hören Stefan Lehmann noch schreien. Kurze Analyse zum Tor. Ja, super Frage von uns. Schwachen Fuß. Und dann denkt man immer Dreierkette, tut gut, aber da verlässt sich einer auf den anderen. Der Stürmer schön im Rücken nach vorne kommt, perfektes Timing, gut gesetzt. Und müssen wir auch dazu sagen, aktuell dein Tipp. Abfall. So Leute, Halbzeit 1:0 Führung, läuft richtig gut für uns. Ich hoffe, es bleibt so. Nils ist gerade noch mal oben im Webradio. Halbzeitanalyse und dann geht es in die zweiten 45 Minuten. Vielleicht noch ein Tor oder es bleibt beim 1:0. Hauptsache Sieg heute. Nils, wir müssen uns noch mal kurz melden. Viel passiert. Erstmal 2:0 Bayern. Du bist aufgesprungen, hast wieder gefeiert. Ja, ich mag das. Heute kommen auch mal die Halbfeldflanken. Ne? Manchmal wird dann mal zurückgespielt und so. Ich liebe das. Der Ball muss in den Strafraum, da passieren Fehler. Fußball ist ein Fehlerspiel. Heute gut halt, ne? Pro Bayern 2:0. Und Manuel Neuer raus, Urbig auf dem Platz. Premiere, Achtelfinale, Champions League. Das ist eine Ansage, oder? Mütze ab, wünsche mir nur das Beste. Das ist schon für so einen jungen Mann krass. Ne? Also jeder hat mal sein Debüt gegeben irgendwo, bei Bayern oder bei einem anderen Verein. Champions League Achtelfinale, Ex-Kölner gegen Leverkusen. Mit der Hintergrundgeschichte. Brutale Prüfung, aber da reifen wir. Trifft er? Was für eine Frage. Also die Frage stellt sich gar nicht. Wobei ist drin. Da steht schon ein Tor drauf auf dem Ball. Unhaltbar, oder? Ich kann als Torwart einmal sagen, komm, mach. So Leute, Feierabend. Nils Glücksbringer, herzlichen Dank, sage ich schon mal. Schönes Sieg für alle Bayern-Welt. 3:0 im Wohnzimmer. Schaut, was wir imstande sind. Das ist die Messlatte, ne? Dieses Spiel abzurufen, das ist natürlich par excellence. Also mehr geht nicht.